Ähm. Okay. Hier, ne? Oh Gott. Ja. Schnurstracks bist du das Ehrenmitglied der Maulwürfe. Ich bin Pechschwarze Hook, die Große. Ich habe mir Julians Sachen geliehen, um dir eine Nachricht zu schicken. Ich bin doch nicht gut im Tippen. Es ist so schwierig. Richtig, ich brauche deine Hilfe. Komm und finde mich. Und sag ja der alten Hexe nichts, sonst bist du erledigt. Ah ja. Frau Herthas Heritor-Club. Sie war mir gleich verdächtig. Gib uns Details. Gib uns Details. Strengt eure grauen Zellen an. Wie viel Profit kann man aus so einer großen Raumstation rausholen? Das ist nicht witzig. Sie ist Frau Herthas Schülerin. Na und? Wir dürfen also nicht über sie reden, nur weil sie Herthas Schülerin ist? Also, es gibt eine Menge Gerüchte über sie. Gib uns Details. Es passt mir gerade nicht so gut. Vom Wegen passt gerade nicht. Warte. Nein. Eine Zusammenfassung bitte? Lies selbst. Na danke. Unterbrich nicht. Richard, der Schlauberger, raus mit der Sprache. Nö, vergiss es. Verarsch uns nicht, das ist ein anonymer Chat, also red nicht um den heißen Brei herum. Spuck's schon aus. Es ist jetzt nicht, ist ja nicht so, als wüsstet ihr es nicht schon. Kommt zur Sache. Ihr wisst schon, die Veruntreuungsgeschichte. Ja doch. Habt ihr gesehen, wie viele Pakete sich an der Rezeption stapeln? Die sind alle an unsere junge Forschungsleiterin adressiert. Meine Güte, da versickern all unsere Gelder. Kein Wunder, dass das Budget so knapp ist. Nicht so voreilig. Wir sollten noch nicht mit Schuldzuweisungen um uns werfen. Wir können uns nicht nur auf deine Behauptung verlassen. Wo sind die Beweise? Beweise, habt ihr gesehen, wie viele Pakete sich an der Rezeption stapeln? Die sind alle an unsere junge Forschungsleiterin adressiert. Kauft sie diese auf ihren Namen? Was denn sonst? Hätte sie die Raumstation als Empfänger angegeben, müsste sie die Sache offiziell verbuchen. So unvorsichtig ist unsere Forschungsleiterin bestimmt nicht. Vielleicht hat sie ihr eigenes Geld benutzt. Wer außer Hertha könnte sich solche Sachen von seinem eigenen Geld leisten? Kennt ihr diesen Ahlen von der Sicherheitsabteilung? Der war in der Rezeption und hat sich sehr seltsam und verdächtig benommen. Hätte er nicht so schuldig reingesehen, hätte ich es nie bemerkt. Jetzt wo du es sagst, ich habe auch gesehen, wie Ahlen Pakete abgeholt und sich komisch verhalten hat. Sag ich doch, jetzt ergibt alles Sinn, jetzt ergibt alles Sinn. Ah, reine Spekulation ohne klare Beweise. Ihr fantasiert doch nur, es gibt keine handfesten Beweise. Mir egal, ob du mir glaubst. Lol, jetzt aber, das kann keiner leugnen. Ist doch ein offenes Geheimnis, dass Arlen ein Spezi von dieser Asta ist und sie ihn hier eingeschleust hat. Ass. Ich warte schon den ganzen Tag auf heiße Gerüchte. War das schon alles? Eben. Letztendlich ist nur heiße Luft ohne Beweise. Aber du hast gerade selbst gesagt, dass Arlen sich verdächtig benommen hat. Mehr aber auch nicht. Ich stelle verdeckte Ermittlungen zu ihren Einnahmequellen an. Aber es ist zu früh, um alles zu enthüllen. Wartet nur, in ein paar Tagen gibt es auf der Raumstation einen waschechten Skandal. Wehe, wenn nicht. Jean, erhältst du diese Nachricht? 7. March hat mir dieses kleine Ding gegeben und mir beigebracht, wie man es nutzt. Tja, offenbar kann man im Alter doch noch was dazu lernen. Man braucht nur länger. Mittlerweile weiß ich halbwegs, wie es funktioniert. Schön, dass ich jetzt mit anderen reden kann, ohne sie treffen zu müssen. Was ist los, Chef? Haha, selbst du nennst mich jetzt schon so. Aber kommen wir zur Sache. Ich habe gehört, dass Natasha viele Patienten hat und schon seit Tagen nicht mehr geschlafen hat. Sie ist das Rückgrat der Unterwelt und wir können es uns nicht leisten, dass sie ausgebrannt ist. Jean, ich weiß, dass du ihr kürzlich einen großen Gefallen getan hast, aber kann ich dich bitten, noch einmal nach ihr zu sehen, nur um sicher zu gehen, dass es ihr gut geht? Kein Problem, ich gehe sofort zu ihr. Haha, schon als wir uns das erste Mal begegneten, wusste ich, ich kann auf dich zählen. Ich habe mich nicht getäuscht, vielen Dank. Ja, aber wir machen noch mal hier. Oh Gott, wie viele Nachrichten. Ich habe einen geheimnisvollen großen Burschen getroffen und bin einfach nur um mein Leben gerannt. Ich war gerade dabei, das Foto von unserer Forschungsgruppe von vor ein paar Tagen zu entwickeln. Kommt alle her und schaut es euch an. Ich glaube, da ist was in diesem Foto. Ah ja. Vor ein paar Nächten hatte ich routinemäßige Laborutensilien gewartet, aber dann bin ich mitten in eine Versammlung seltsamer Kreaturen gestolpert.
Aha. Fremdling, endlich habe ich deine Kontaktdaten. Ich muss dir etwas sagen. Boss Gott spricht jeden Tag davon, dass wir ein paar Geschäftsmodelle ausprobieren müssen. Das beschäftigt ihn ganz schön. Könntest du bei Gelegenheit mit ihm reden? Ich sag dir, du kannst eine Menge Geld verdienen. Wer zum Teufel bist du? Hallo, hast du mich schon vergessen? Gastgeber des Fight Clubs, junger, kalter Drache, sagt dir das was? Wie dem auch sei, geh und sprich mit Boss Gott, wenn du Zeit hast. Es wird sich für dich lohnen, das garantiere ich dir. Vergiss den Club nicht, wenn du bald reich bist. Einsatzberichte des Trupps der Kuriositätensammlung besagen, dass auf der Raumstation eine Kuriositätenart namens Xenohydro entdeckt wurde. Dies ist ein Aufruf von Minge an alle Hertha-Forscher und Partner. Wer irgendwelche Informationen zum Xenohydro hat, soll sich bitte sofort zur Eingangshalle begeben. Es wird ein beträchtliches Kopfgeld geboten. Was ist ein Xenohydro? Eine riesige Flut von Informationen strömt auf einmal herein und noch immer wurde kein einziger relevanter Hinweis gefunden, der zu irgendetwas führt. Nur Geduld, Leute, hört mir zu. Fahrt mit eurer Suche fort und geht zur Empfangshalle, wenn ihr etwas zu besprechen habt. So, wir machen aber erstmal das hier. Achso, das ist hier um die Ecke. Das ist ja hier um die Ecke. Da steht auch schon Hook. Aber wir reden erstmal mit ihr. Juhu. Mhm. Okay. Aber auch wenn du dich aus Versehen verletzt, besteht kein Grund zur Panik. Überlass es einfach dem Arzt. Brauchst du Hilfe, Dr. Natasha? You came at a good time. There is something you can help me with. Okay. According to my patient records, there are a few that haven't come for their follow-up visits. Mhm. It happens from time to time, but never as regularly as this. Okay. I'm a bit concerned. Ja, das glaube ich. Have you heard of the Complex Illness Mutual Aid Society? Nein. Hört sich verdächtig an. I agree. Okay. Generally speaking, mutual aid societies like these allow patients to share their experiences and support each other. It's a way of countering all the negative emotional effects of being ill. But there might be more to this society than that. Okay. I've got a few patients who have started refusing treatment since joining the society. Die reden dir das wahrscheinlich ein, ne? So nach dem Motto, ja, du brauchst nur uns, du musst nicht mehr zum Doktor gehen, wir machen das schon. The most suspicious part is that no matter how much I ask, no one's ever willing to tell me anything about it. Mhm. Wir sollen da uns da einschleichen, hä? You might be able to help. Sollen wir uns einschleichen? Alles klar, du möchtest, dass ich undercover gehe. It sounds dangerous. But what I want you to do is actually very simple. Investigate this so-called mutual aid society and find out what exactly they're up to. Klar. If I find out they're preventing me from doing my job, or if they're bringing harm to my patients, I won't just sit on the sidelines. Can I entrust you with this task? Klar. Kein Problem. Überlass das mir. This little clinic has huge numbers of patients to deal with every day. If I didn't have you here to help me out, I wouldn't be able to focus on giving them quality care. Alles gut, das machen wir schon. I'll be sure to thank you properly when you're back. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Das wissen wir doch. Der hat uns von Anfang an geholfen, also. Warum sollen wir da, ne? Außerdem können wir dann unsere Trailblaze-Stufe erhöhen. Ich hoffe, wir stellen uns nicht so dumm an. Depressiver Patient. I've seen you in the clinic. You run errands for Natasha, right? Vielleicht. Tja, damit ist mein Deckmantel gelüftet. What are you talking about? Tja. Let me guess. Natasha wants you to persuade me to go back for a follow-up visit, right? Ja. What's the use? I'm terminal.
Life will be over before I know it. Ist das die Diagnose von Of Natasha? course not. I read it in a book. Oh nein. Oh nein. Das sind die schlimmsten. Er hat's gegoogelt. Also, er hat's in einem Buch gelesen, aber er hat's gegoogelt. Every book I read has descriptions that match my symptoms exactly. I Ja. can diagnose myself with Dr. a dozen Google. incurable diseases before I get halfway through. Ja, Dr. In my Google. situation, a follow-up visit is just a waste of time and money. Not to mention medicine. Es ist nicht so schlimm, wie Google es dir sagt. Dein Ernst? What else is there to say? Natasha was seeing me free of charge. She said I could keep a tab running for as long as I liked, then pay it back when I had the opportunity. I guess I'm too proud. Ja, das wohl eher. Geld ist eine Kleinigkeit, aber das You think Leben? I need you to tell me? Don't try and persuade me. I've already thought this through. Ah ja. Dr. Vash never charged me anything either. Natasha's great, but Vash was always my number one. Ah. Wer ist Dr. Vash? Natasha's brother? They both used to practice medicine back in Rivertown. Ah ja. I heard he was a top student from the Overworld Medical Academy. Bellabog's main hospital wanted him. I have no idea what convinced him to set up down here. A kind heart, maybe. Kostenlose medizinische Fürsorge? Ich What do you glaube es mean? nicht. Dr. Vash was a people's doctor. He handed out free medicine. He even followed up with detailed questions on how we Wahrscheinlich hat felt. er das Geld mit was anderem verdient. Also oben quasi berechnet und dann dafür dann The unten underworld nichts. is always short on medical resources. They say that Dr. Vash made all his own medicine himself. Warum suchst du ihn denn You nicht think I mehr don't auf? want to? I heard that he Ach passed so. away. Der ist tot? I should keep my voice down. Don't go telling anyone else about this next bit. Okay. I Versprochen. heard that Natasha had something to do with Dr. Vash's death. They say she was jealous that her brother had stolen her patients. Das glaube ich nicht. Und du glaubst das? It's just something people were saying. I don't think Dr. Natasha could do something like that. Ach. Forget I said anything. Since Dr. Natasha sent you over specially, Mhm. I'll do her a favor. I'll go to the clinic for my follow-up a little later. Bye for now. Okay. Avoiding a follow-up visit due to money issues. Mhm. I should find another patient to talk to. Ja. What was Ich glaube, da that? geht's immer. Oh, you'll have to be louder. My ears aren't what they used to be. Ich habe noch gar nichts gesagt. Everything's muffled. Ich wollte dich fragen, warum du nicht mehr zur Nachuntersuchung gehst. A follow-up visit. Is that what you're asking about? Ja. Natasha's a wonderful girl. She always gives me a thorough checkup. Ja. But at this age, it's rather a lot to bear. Even if they could cure Die sind me, alle der Meinung, dass sie ihre Zeit verschwenden. I'm sure I wouldn't be around for long. No, I don't want to waste anyone's time. Ich glaube nicht, dass Natascha das so sieht. Wenn es um die Gesundheit geht, kann man keine Zeit verschwenden, Not nicht for wahr? youngsters like yourself. When you get to my time of life, good health is a bit of a luxury, I'm afraid. My husband had the same illness as me, but he never touched the medicine. He wanted to make sure I had enough. Ah ja. One day, he said he needed to take care of some things at the mine. He never came back. Ah ja. He was forever saying he wanted to go before I did. Ah, selfish old fool. I miss him. Glaube ich. Now that he's gone, who cares how long I stick around? Oh. Dr. Natascha. Mich. You don't give up easily, do you? Still, you're full of kind words. Oh. You win. It's off for another follow-up visit with Dr. Natasha, I suppose. Ja.
Did you want to say something else? My ears are terrible. Alles gut. Hast du von der Gesellschaft für gegenseitige Hilfe gehört? Gesellschaft für gegenseitige Hilfe. Right. I heard you. Do you have to shout? No, I've never heard of any mutual aid society. Ah ja. Avoiding a follow-up visit due to her husband. Mhm. I should find another patient to talk to. Ja. Dieses Postfach steht in der Ecke und versucht nicht aufzufallen. Ich sollte es lieber nicht stören. Du hast den Eindruck, dass selbst gesellige Leute manchmal allein sein wollen. Das geht auch für ein Postfach. Schade. Zeit für ein Spiel. Rate mal, wie viele Mülltonnen es in Billabong gibt. Achtung, Mülltonnen, die nebeneinander stehen, zählen als eine. Wenn du sie sehen, sie aber nicht erreichen kannst, zählen sie nicht. 19? Gute Antwort, aber niemand weiß, ob es richtig ist. Schließlich ist das die Unterwelt. Diese Mülltonne hat ihre Verwandte in der Oberwelt lange nicht gesehen. Und jetzt eine Frage, auf die es eine Antwort gibt. Rate mal, wie viele Mülltonnen es in der Stadt gibt. Die Regeln bleiben gleich. Mülltonnen, die nebeneinander stehen, zählen als eine. Und wenn du sie sehen, aber nicht erreichen kannst, zählen sie nicht. Zähle nur zylindrische Mülltonnen. 5? Wow, dir sind tatsächlich alle Mülltonnen aufgefallen, mit denen du interagieren kannst. Das war richtig. 5 ist die korrekte Antwort. Ich habe geraten. Diese Mülltonne freut sich über deine Aufmerksamkeit. Sogar der Müll in ihrem Inneren wird schöner. Eine riesige Mülltonne, die von oben bis oben voll ist. Die verschiedenen Arten von Müll verursachen einen schrecklichen Gestank, aber Leute, die in der Unterwelt leben, können sich trösten. Sie müssen sich nicht die Mühe machen, ihren Müll zu trennen. Naja. Diese alte Mülltonne steht schweigend da. Ihre Würde erinnert dich an einen weisen Alten. Er steht jahrelang am Straßenrand und hat viele Veränderungen miterlebt. Vielleicht hast du nicht richtig zugehört. Diese alte Mülltonne steht an... Ja, ich habe zu schnell gedrückt. Steht seit Jahren an dieser Stelle. Du musst die Weisheit respektieren, die sie über all die Jahre gesammelt hat. Willst du mich etwa aufhalten? Nichts kann dich aufhalten, okay? Dein Wille ist grenzenlos. Es ist nur ein Ratschlag. Schau nicht in die Mülltonne, lass sie einfach schweigend und würdevoll da stehen. Ah ja. Ich habe aus Versehen zu schnell gedrückt. Why haven't I gone for my follow-up visit? Are you a patient too, or did Dr. Natasha send you over? Tja. Warum sagst du Who das? else would care about people like me? I don't need Dr. Natasha's help now. Tell her to save her worries and medicine for other people. Ah ja. Dispute? No. She's the only kind-hearted doctor in the underworld. I just Ich habe schon wieder don't zu schnell really gedrückt. approve of her methods, that's all. Too idealistic and no real efficacy. She tries to save everyone, which means she can't save anyone. In the end, it's the patients who suffer, and she just tires herself out. Miners like me don't have time for lengthy treatments. If I can't take something and get right back to work, I may as well lie down and wait for death to come knocking. Das ist nicht sehr gesund. Do you, know Dr. Vash? His wonder medicine is cheap, and the results are immediate. You just need to, be willing to, take a little risk. Ja, Dr. Risiko. Vash's medicine is different. Lots of people make a full recovery after taking it, but some get... Ja, wenn man dem Körper nicht genug Zeit gibt, sich selbst zu erholen, Check out her. sondern immer weiter ausbeutet und ausbeutet und Even knowing ausbeutet. the risk, most people fight tooth and nail to get hold of the medicine. Weil sie dumm sind. Sie sind bereit, mit ihrem Leben zu spielen. You're smarter than you look. When life forces you to the edge, you'll throw yourself at any opportunity, even if it means risking it all. For people like us, a slow and torturous treatment is the same as a death sentence. Der schnelle If Weg it's ist nie between der that and a quick result, gesündeste. we'll take the latter. Es gibt bei der Medizin keine Abkürzung, keinen Shortcut. Forget it. Why am I telling you all this? Dr. Vash is dead anyway. Ah ja. Wo bekomme ich dieses Wundermittel her? What? Now you're interested in the wonder medicine? Vielleicht. Listen up.
The Complex Illness Mutual Aid Society is still selling that. Ah. I can tell you where they trade, but there's a rule. Mhm. You must not tell any of this to Dr. Natasha. You hear? If you break the rule, you'll face the consequences. Doch, ich komme mit Konsequenzen klar. Take this. It's the address. A final warning. Do not reveal this information to Natasha. Mhm. I know where to find the wonder medicine. What should I do next? Ich glaube, wir sollten uns das erstmal angucken, ne? That patient didn't want me to tell Natasha about this. Should I listen to him? Nein. Ich untersuche trotzdem erstmal die Was ist es denn? Hey, where do you think you're going? Ich gehe Medizin von der Gesellschaft für gegenseitige Hilfe kaufen. Oh, you mean Dr. Vash's wonder medicine, right? Ja. You're the same as everyone else that comes through here. If you want medicine, you don't need to go any further. You talk to me. Ah, ja. And we only take cash. This ain't a charity. Mhm. Ich habe gehört, dass die Medizin hier ziemlich billig ist. The Mutual Aid Society sets the price. It might be different from Dr. Vash and his handouts, but it's a darn sight cheaper than that clinic woman's medicine. Ah, ja. Well, are you buying or not? Spit it out. I don't have time for chit-chat. Wait a minute. Your clothes. Are you friends with that doctor woman? Ah. I've seen you at the clinic before. I know it. Get lost. Now. If you're a friend of that woman, then you're not welcome here. Shop's closed today. No customers. Wait. What about our medicine? We've been waiting for ages. Get lost, all of you. Save your breath and come back some other time. Toll. That medicine seller sure shut up shop in a hurry. I should Ja. head back and report to Natasha. Das sollten wir tun. Ah, da haben die sich versteckt. Ich verstehe. It's still early. Where to now? Gut, dann reden wir mal mit ihr. Auch wenn ich nichts Are you bekommen habe. hurt? Let me take a look. Ja, ja. Erklären, was du über die Gesellschaft für gegenseitige Hilfe herausgefunden hast. So the Mutual Aid Society found Vash's research results. Ich weiß, dass er dein And Bruder now ist. they're selling this so-called wonder medicine to patients. Yep. Any organization doing something like this is interested in more than just mutual Mhm. aid. Ja. Die Patienten baten mich, dass ich das vor dir geheim I'm not halte. surprised. They'll know that I'm completely against them using this wonder medicine. Ja. What Vash left behind is nothing more than reagents and experimental byproducts. The word medicine doesn't apply here. Mhm. I warned the patients countless times, but seems like they had their heads in the sand all along. Ja. No wonder they kept the Mutual Aid Society a secret from me. Mhm. I'm guessing the patients you met weren't exactly singing my praises, which is why you tracked the dealer down and made inquiries first. I don't blame you. After everything you heard, I'm grateful you came back to find me. Das war ja nicht der Grund. Ich wollte mal Your trust is gucken. important to me. If you're curious about Vash's wonder medicine, you should ask some of the patients in the clinic. See what they have to say about the Ich wollte es effects. dir vorbeibringen. Some people say that Dr. Vash was a saint who came from the overworld to help those in need. I don't buy it. Okay. People's doctor, that's just what people who've bought into the myth like to say. Vash used to distribute free medicine all the time, but he couldn't have cared less about the people taking the medicine. Mhm. The hard truth is that we were just his test subjects. Ah. It didn't matter if the Deswegen hat es medicine manchmal worked or gewirkt und not. manchmal What mattered nicht. was
having a constant stream of willing lab rats. Mhm. Das, was er Natasha vorgeworfen I hat. can't control what anyone else thinks. That's just how I see it. Das, was der andere Natasha vorgeworfen hat. The medicine Vash left behind? Mhm. That stuff. Can you even call it medicine? Tja, ich glaube nicht. I know Dr. Natasha's here, but I have to tell it like it is. Vash had zero medical ethics. He didn't deserve the title doctor. He may have had the capability, but he didn't use it to help anyone. Whenever I went to see him, he never even asked about my illness. He just prescribed me his so-called wonder medicine. If it were you, would you have taken that medicine? Nein. Aber ich konnte ihr keine Antwort geben. I wish you all a journey that is free of illness. Ja, ja. Ich habe mit dem Patienten gesprochen. I still haven't worked out how to convey it to you. The issues surrounding Vash. My relationship with him. The things he's done in the underworld. I'm guessing you've heard a lot of different opinions on Vash. What do you make of him? Ist der schizophren? See. I can understand that. I want you to go and visit another patient, a victim of the wonder medicine. I want you to see the real consequences of abusing that medicine. Once you've understood her situation, come back and tell me what you think. After that, I want to ask for your help again. Okay. Klar. Weil Wundermittel war das ja wirklich nicht, ne? Ups. So viele 9 Missionen. Ah, egal. Ich wollte hier nochmal reingucken. Weil der Timer auch gerade gebimmelt hat. Wo war denn das? Nee, da, ne? Wie viel haben wir denn eigentlich? 5 und 1. Da. Krieg ich nochmal 5? Ja, gerade so. Würde ich nämlich nochmal kurz einmal... Ich hätte ihn hier gern. Ich weiß, es ist wieder dann hängen, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich meine, es heißt nicht, dass wir ihn bekommen, aber... Ne? Ich hoffe doch. Bitte. Ah. Auch gut, aber... Ja. Das war doch... Der hier, ne? Ja, das ist er. Gut. Wenigstens etwas, aber dann pausiere ich jetzt erstmal an der Stelle. So, dann wollen wir mal. Ja, wir haben ja noch die Mission. Who are you? Ich bin eine Freundin von Dr. Natasha. And who am I? Du bist eine Patientin von der Dr. Natasha. Von Dr. Natasha, erinnerst du dich nicht? Where's my husband? And where's my child? Where are they? You know where they are, right? Ich weiß es wirklich nicht. Geht es dir gut? They don't know. Nobody knows. Where did they go? Come over here, child. It's best to leave that poor lady in peace. Let me explain. Wer? Poor lady.
both her husband and child became ill and passed away. Ah ja. Und deswegen ist sie so geworden? Yes. Before her family passed away, she was a carefree young woman. Her husband and child caught a mysterious illness. The symptoms weren't grave, but their livelihood was certainly impacted. In order to try and rid themselves of the ailment once and for all, they bought some kind of wonder medicine. Ah. Who would have thought their condition would deteriorate so rapidly after they began using it? The two began to suffer terribly, such that death became a blessing. It wasn't long before they departed this world, one after the other. From that moment on, she became as you see her now. If Dr. Natasha hadn't taken her under her wing, well, it doesn't bear thinking about. Ja. Es hört sich ganz nach einem Gift an. Yet, what more could have been done? They were warned about the medicine. They were told about the risks. They chose to roll the dice. Talking about it tires me out. Ja. At least my husband and I are able to help her where we can. I just hope that one day she can lead a normal life again. Das wage ich zu bezweifeln, aber ja. Also ich meine, wir haben das schon vorher verstanden, dass das Mittel nicht so gerade so toll ist. I wish you all a journey that is free of Nee. illness. Ja, ich bin wieder da. Did you speak to her? Ja. By the look on your face, I'm assuming you've come to understand the wonder medicine all too well. Ja. Die Leute, die das Zeug verkaufen, sind teuflisch. Be it Vash or the Mutual Aid Society, forces like that can take full advantage of the typical underworld state of mind. Tja, Let me tell you a story. klar. There was once a brilliant overworld doctor with unmatched pharmaceutical skill. The doctor was set on developing a medicine that would steel the human body against the cold. He named his research project Blizzard Immunity. Ah ja. Lief wohl nicht so gut, hm? But his research met with obstruction time and time again, the biggest factor being a lack of test subjects. Tampering with the human immune system carries huge risk, and nobody in the overworld was willing to submit themselves to such experiments. Ja. Aber die Unterweltler, ne? As such, the doctor got in touch with his sister in the underworld, claiming that he wanted to support the medical effort below ground. Ich verstehe. Naturally, his sister was overjoyed. After all, as far as medicine was concerned, her brother had always been the standard she'd strive to attain. She brought her brother underground and entrusted him with her clinic and laboratory. Ja, das glaube I ich. think you know what comes next. Ja. Es ist schwer zu glauben, dass er dein Bruder war. Issuing free medicine to the needy was just Vash's way of conducting experiments on his test subjects. Ja. On some level, his reagents were able to alleviate the patient's suffering, but nothing more. They would forget their pain for a while and neglect their regular treatment plans. The result? Patients with mild illness would attribute their recovery to the so-called wonder medicine, while patients with serious illness would quickly deteriorate. I cannot accept that their fate was simply the result of misfortune or risk. No true doctor would accept that. Ja. That's why I want you to help me recover all the wonder medicine. Are you willing to take on this assignment? Klar. Gesundheit. Jemand muss das Thank Richtige you. tun. This will be hard for the people that have come to rely on the wonder medicine. But it's up to us to remove this false hope. Ja, You Gesundheit. mustn't hesitate.
recover every last reagent that Vash left behind. I'll take responsibility for the consequences. Don't worry Alles about gut. that. Go. I'll be waiting for the good news. Jo, ich prügel das aus denen raus zur Not.